So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mechatronics. Ich zeige euch heute, was eine Drehmomentstütze ist, was sie macht und ob es Sinn macht, sie zum Beispiel gegen eine Powerflex Drehmomentstütze wie diese hier zu ersetzen. Der Motor beim Ford Fiesta ST ist quer eingebaut in Fahrtrichtung. Das Thema, was ihr jetzt hört, betrifft fast alle gängigen Motoren, die quer eingebaut wurden. Der Motor auf der einen Seite ist mit dem Getriebe auf der anderen Seite fest verschraubt und bildet zusammen, die beiden Teile bilden zusammen eine Einheit, die links und rechts einmal an den Motorlagern aufgehängt sind. Somit haben wir hier eine Achse, um die sich der Motor letztendlich bewegen bzw. pendeln kann. Jetzt kommt schon die Drehmomentstütze hier ins Spiel oder auch vorne, je nach Hersteller oder nach Fahrzeug, die quasi verhindert, dass sich der Motor durch die Antriebskräfte um die eigene Achse drehen würde, wird er hier festgehalten und kann sich nur so weit bewegen, wie die Gummilager es zulassen. Wenn man jetzt beschleunigt, dann werden durch die Antriebskräfte eine Bewegung auf den Motor ausgeübt und er spannt sich in die Drehmomentstütze ein und spannt quasi die Gummilager vor und da hat er eine gewisse Bewegung, die er machen kann, bis die Gummilager so weit gespannt sind, dass sie nicht mehr Bewegung zulassen. Und wenn man dann plötzlich aus dem Gas geht, dann federt natürlich diese gespannten Gummilager den Motor zurück oder beziehungsweise der Motor federt zurück aus den gespannten Gummilager raus und spannt sie dann ein Stück in die andere Richtung und kann dann federn. Also er spannt sich vor, man geht plötzlich aus dem Gas und dann federt er zurück einmal so. Das kann man ein bisschen schaukeln und so weiter und genau, bis der Motor halt wieder entspannt ist. Und wenn ihr jetzt den nächsten Gang einlegt und wieder die Kupplung kommen lasst und wieder Gas gibt, spannt sich der Motor wieder ein beim Beschleunigen, geht sie wieder aus dem Gas, federt er wieder zurück. Also die Drehmomentstütze hält den Motor fest, damit er sich nicht zu weit weg bewegt, dass er so in seinem Bereich bleibt, wo er sein soll. Und sie federt durch die Gummis auch die Vibrationen, die wir dann im Innenraum mitbekommen, beziehungsweise dann weniger mitbekommen. Wenn wir jetzt die originale Drehmomentstütze mit der Powerflex Drehmomentstütze ersetzen, die hat Polyurethanlager, welche viel härter sind als die originalen Gummilager. Man merkt es schon, es ist wie ein sehr harter, Gummi oder fast schon einfach ein Kunststoff vom Gefühl her. Dann geben wir dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität. Natürlich dämpft es auch weniger Vibrationen. Wir haben auch im Innenraum mehr Vibrationen. Meistens ist es kurz nach dem Motorstart schlimmer und je wärmer der Motor wird, desto weicher läuft natürlich auch der Motor und das merkt man auch, weil die Vibrationen im Innenraum auch weniger werden. Der entscheidende Vorteil jetzt aber an einer härteren Drehmomentstütze ist, dass der Motor sich schon viel früher gegen die Drehmomentstütze stützen kann und nicht erst warten muss, bis die Gummis gespannt sind und dann wieder zurückfedert, sondern es ist ja alles schon viel härter und er spannt sich schon gegen. Und wenn wir jetzt plötzlich aus dem Gas gehen, dann kann der Motor auch nicht so zurückfedern, volle Kanne, sondern er spannt sich rein und federt zurück. Und das macht eine Bewegung und dann ist er zurückgefedert. Dann ist das ganze Thema vorbei. Und wir nehmen dem Auto ganz viel Unruhe beim Schalten, weil der Motor nur eine Bewegung macht und nicht so dieses Federn hin und her und somit noch mehr Unruhe ins Fahrzeug bringt. Das merkt man auch beim Lastwechsel, wenn man plötzlich einfach nur aus dem Gas geht, ohne zu schalten. Beim Originalen, wenn man vorher voll durchbeschleunigt hat, man geht plötzlich raus, das federt so nach. Hat man die Drehmomentstütze drin, merkt man einen gewaltigen Unterschied. Das ganze Thema ist viel stiffer, viel fester. Man geht aus dem Gas und das ist sehr hart definiert. Zack, ich bin jetzt aus dem Gas gegangen. Der Motor vermittelt euch, okay, ich bin sofort in Ausgangsposition und nicht wie bei der originalen Drehmomentstütze, ja, ich bin jetzt da. Somit geht natürlich auch der Lastwechsel zügiger vonstatten und auch ein bisschen berechenbarer. Es gibt euch ein bisschen mehr Ruhe im Schaltvorgang oder beim Lastwechsel. Und ich werde euch das Bauteil auch unterhalb des Videos verlinken. Den ersten Link, wenn ihr anklickt, kommt ihr auf die Seite mit der Drehmomentstütze jetzt von Powerflex. Und das ist eine Investition, die kann ich nur empfehlen. Und dann möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich habe euch was erklären können. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiter solche Videos wollt oder wenn ihr Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sogar schon eine Drehmomentstütze drin bei euch in eurem Fahrzeug. Teilt mal mit mir eure Erfahrungen
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.